Herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Ich bin Manja und zusammen mit meiner Tochter Lotti habe ich gerade eine ganz besondere Reise angefangen. Und zwar waren wir jetzt 2 Monate in Thailand unterwegs als Backpackerin. Das war alles nicht so geplant, aber in diesem Video zeige ich euch mal, wie diese 2 Monate für uns verlaufen sind, wo wir ganz genau waren, so die schönsten Orte, die wir sehen durften. Aber ich gebe euch auch ganz viele praktische Tipps. Ich zeige euch zum einen, was das jetzt wirklich gekostet hat. Also für 2 Monate Backpacking in Thailand, was haben wir da eigentlich bezahlt? Auch ganz genau aufgedröselt, so je nach Kategorie. Und ich versuche euch alles an praktischen Tipps mitzugeben, was wir in dieser ja doch relativ langen Zeit so gelernt haben. Also wie ist das mit Roller ausleihen, SIM-Karte kaufen? Es gibt einen ziemlich langen 7-Eleven Einkaufsguide, damit ihr schon mal wisst, was euch da so erwartet. Und am Ende erzähle ich euch auch noch so ein bisschen, wie es überhaupt ist, mit meiner 18-jährigen Tochter unterwegs zu sein, wie es ist, als Frau in Thailand alleine zu reisen und ob ich euch jetzt empfehlen würde, sowas Ähnliches auch zu machen oder vielleicht eher nicht. Also am Schluss gibt es nochmal ein Fazit. Wenn euch jetzt nur einer oder zwei von diesen Aspekten interessieren, dann schaut mal unten nach. Ich mache immer so Kapitelmarken, dann skippt einfach dahin. Dann zwischendurch gibt es vielleicht auch so ein paar Sachen, die nicht ganz so relevant für euch sind. Und das wird jetzt ein bisschen längeres Video, einfach weil 2 Monate Thailand sich nicht in 5 Minuten erzählen lassen. Also ganz viel Spaß mit dem Video. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal an mit unserer Reiseroute, damit ihr euch ein bisschen vorstellen könnt, wo wir eigentlich unterwegs waren. Denn tatsächlich sind wir fast einmal durchs ganze Land gefahren. Von Bangkok in den Osten, in den Norden, in den Süden, über Bangkok hin und her. Das zeige ich euch jetzt mal. Unsere Reise hat Anfang Januar in Berlin begonnen. Wir sind von Berlin nach Bangkok geflogen und waren damit zum allerersten Mal überhaupt in Südostasien. Und ehrlicherweise am Anfang auch erstmal ein bisschen überfordert. Die vielen Menschen, das Gewusel, der Straßenverkehr, die ersten Fahrten mit einem Grab-Scooter und haben natürlich schon aber auch das erste Straßenessen probiert und so die ersten kulturellen Unterschiede bemerkt. Und dann sind wir nach den ersten Tagen in Bangkok zunächst mal in den Osten gefahren, nach Koh Chang, mit einem Minibus und dann mit der Fähre und sind dann am Ende ja gut 3 Wochen da geblieben, also viel länger, als wir eigentlich geplant hatten. Aber die Insel hat uns einfach so gut gefallen, es war so schön da und wir haben dann am Ende noch in einem Shelter für Straßenhunde mitgeholfen, was dann auch nochmal den Aufenthalt um 2 Wochen verlängert hat und hatten da aber unsere erste kleine süße Bambushütte, in der wir uns total wohl gefühlt haben und sind so richtig in Thailand angekommen. Von Koh Chang aus sind wir dann über Bangkok geflogen nach Chiang Mai, ganz hoch in den Norden und das war schon nochmal eine ganz andere Welt. Natürlich wieder auch Streetfood, ganz klar. Ich habe dann einen Kochkurs gemacht für thailändisches Essen. Wir haben großartige Cafés gefunden, aber auch völlig magische Tempel und haben die schönsten Wanderungen durch die Berge unternommen. Von Chiang Mai aus sind wir dann noch ein Stückchen weiter in die Berge gefahren, nach Pai, also wirklich ganz, ganz ländlich dann. Und da haben wir die ersten richtigen Reisterrassen gesehen, hatten auch wieder eine ganz einfache Unterkunft in einem kleinen Bungalow und haben aber das Leben in Pai in vollen Zügen genossen. Es gibt großartiges Essen da oben, auch ganz international, traumhafte Sonnenuntergänge und sind dann aber wegen der Burning Season aus dem Norden zurück, anders als wir das so eigentlich geplant hatten, und sind mit dem Zug dann von Chiang Mai wieder über Bangkok nach Koh Samui. Ja, diese Zugfahrt war was ganz Besonderes, 14 Stunden, dann nochmal ein paar Tage in Bangkok. Dieses Mal kannten wir uns natürlich schon deutlich besser aus, das heißt, haben auch viel mehr gesehen. Ja, und sind dann mit dem Nachtbus nach Koh Samui gefahren. Auch das war eine sehr besondere Erfahrung. Das letzte Stückchen durften wir dann noch in der Fahrerkabine sein. Und dann angekommen auf Koh Samui haben wir auch die Insel ziemlich schnell in unser Herz geschlossen
und versucht, so viel wie möglich unterschiedliche Landschaft auch zu sehen. Wir hatten das Glück, dass wir da im Dschungel übernachten konnten, und 2 Tage lang den krassesten tropischen Starkregen erleben konnten, den man sich da so vorstellen kann. Und da sind wir wirklich noch mitten im Starkregen, von der einen Insel auf die nächste Insel gefahren. Und zwar von Koh Samui nach Koh Lanta an die Andamanensee, also auf die andere Seite des Festlandes. Und auf Koh Lanta hat uns dann nochmal wirklich ganz viel unberührte Natur empfangen, die schönsten einsamen Buchten, die man sich so vorstellen kann. Und das war wirklich ein großartiger Abschluss dieser 2-Monats-Tour, schon fast. Denn wir haben die letzte Woche dann noch in Phuket verbracht. Da sind wir mit der Fähre hingefahren, also von Koh Lanta aus über die Phi-Phi-Inseln mit einem kurzen Zwischenstopp sind wir dann nach Phuket gefahren und haben von Phuket aus dann nochmal einen Tagesausflug gemacht in die Panga-Bucht. Auch das nochmal ganz anders als alles, was wir bis dahin gesehen hatten. Unheimliche Landschaft mit diesem Karstfelsen, ganz beeindruckend. Wir konnten da Kanu fahren und Sup und hatten nochmal richtig tolles thailändisches Essen. Ja, und haben zum Abschluss dann noch die James Bond Insel besucht. Also, das waren unsere 2 Monate in 4 Minuten zusammengefasst. Wir hatten im Vorfeld natürlich uns ein Budget überlegt, allerdings ja für die 2 Monate, die wir insgesamt nur reisen wollten. Als wir dann ziemlich genau nach einem Monat überlegt haben, einfach noch länger unterwegs zu sein, war mir jetzt nicht mehr ganz so klar, ob unser Budget noch reichen würde. Aus dem Grund habe ich mir eine App runtergeladen, um mal wirklich unsere Ausgaben ganz genau festzuhalten. Das heißt, dass ich für den kompletten Februar richtig Buch geführt habe und auf der Grundlage würde ich euch jetzt mal unsere Kosten zeigen. Also, so dass ihr wirklich quasi auf den Cent genau mitverfolgen könnt, was eigentlich wir so bezahlt haben für die Transportkosten, für Lebensmittel, für Unterkünfte. Also wirklich so genau wie möglich. Und dann natürlich kann man das entsprechend auch hochrechnen auf die 2 Monate, wenn man das will. Also, wir fangen mal an mit den Kosten für Unterkünfte, denn das ist tatsächlich der größte Posten. Wir haben in ganz, ganz unterschiedlichen Unterkünften gewohnt, also in einfachen Bambus-Bungalows, in Hütten im Dschungel, aber auch ein bisschen schickeren Hotelzimmern. Insgesamt haben wir im ganzen Monat 747 € für Übernachtung bezahlt. Im Durchschnitt haben wir damit 26,70 € bezahlt für Unterkünfte. Und ich finde, das ist ganz schön in Ordnung. Also wir haben uns auch mal was geleistet, weil wir dachten, so jetzt wollen wir mal irgendwie ein nettes Hotel haben mit einer Klimaanlage und mit dem Pool. Aber wir haben schon wirklich geguckt, dass wir da jetzt nicht irgendwie über die Stränge schlagen. Der zweitgrößte Posten auf unserer Liste sind Lebensmittel jeglicher Art. Also sowohl Einkäufe beim 7-Eleven, in Straßenküchen, in lokalen Restaurants, aber auch in so ein bisschen mehr fancy Läden. Also das alles zusammengerechnet, kommen wir für den ganzen Monat auf eine Summe von 663 €. Und da sind dann auch so Sachen mit dabei wie Cocktails zum Sonnenuntergang und mal richtig schicke Cafés. Also wir haben jetzt ausdrücklich keine komplette Low-Budget-Reise gemacht. Man hätte das sicherlich auch noch günstiger hinbekommen können, sondern haben uns auch mal was gegönnt, wenn uns so war. Das sind trotzdem im Durchschnitt nur 23,68 € am Tag für 2 Personen, wohlgemerkt. Und das finde ich ganz in Ordnung. Also und da, wie gesagt, also das vielleicht werdet ihr auch kennen, wenn ihr irgendwie schon mal so länger unterwegs wart, da sind dann auch natürlich viel, viel teurere westliche Lebensmittel mit dabei. Also wir haben uns dann auch mal in Bangkok, das haben vielleicht manche von euch gesehen, bei einem deutschen Bäcker ein deutsches Brot geleistet, was natürlich dann teurer war, als wenn wir jetzt das 10. Mal Partei gegessen hätten. Und wir haben auch unheimlich viel thailändisches Essen an Straßenküchen gehabt. Also wir haben versucht, irgendwie immer so eine Mischung zu machen aus günstigem lokalem Essen und dann auch mal wieder irgendwas so ein bisschen mehr fancy. Also 23,68 für 2 Leute, ich finde, das geht. Der dritte Posten auf unserer Liste sind sämtliche Transportkosten. Und da
kann ich euch sagen, wir haben wirklich alles an Transportmitteln genutzt, was es so gibt. Also wir sind mit Nachtbussen unterwegs gewesen, die nur sehr leidlich bequem waren, mit Minibussen, mit den typischen Straßentaxis, mit Fähren im Starkregen von Insel zu Insel gefahren. Wir haben uns natürlich zwischendrin auch immer mal einen Roller ausgeliehen. Dazu sage ich nachher gleich auch noch ein bisschen was ausführlicher. Und wir sind Bahn gefahren. Das war somit das Abenteuerlichste. Wir sind von Chiang Mai nach Bangkok 14 Stunden in der zweiten Klasse mit Ventilator, also schon so ein bisschen abgegradet, mit der thailändischen Eisenbahn unterwegs gewesen. Und auch das war absolut ein Erlebnis. Wir haben insgesamt im Februar 396 € für Transportkosten bezahlt. Wie gesagt, wieder für uns beide. Ja, dann kommt noch Sonstiges. Bei Sonstiges sind sämtliche Aktivitäten mit dabei. Also zum Beispiel mein Kochkurs in Chiang Mai, aber auch so Ausflüge wie zum Beispiel einen ganzen Tag über Schnorcheln gehen vor Koh Chang oder aber auch unsere Tagestour in Pai. Da sind die SIM-Karten mit dabei, also alles, was quasi ansonsten noch so an Kosten mit dazugekommen ist. Und da sind wir nochmal bei 208 € wieder für den Monat. Insgesamt haben wir damit im Februar 2014 € ausgegeben. Also ein bisschen über 1000 € pro Person. Ihr könnt jetzt gerne mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr findet, das ist viel oder wenig. Wie gesagt, ich will nochmal betonen, dass wir nicht komplett low budget gereist sind. Wir haben nicht ein einziges Mal in einem Hostel, in einem Schlafsaal übernachtet, sondern haben uns immer ein Doppelzimmer gegönnt oder halt einen einfachen Bungalow und ja, haben auch mal fancy Sachen gegessen, haben irgendwie coole Ausflüge mitgemacht. Also man könnte die Summe sicherlich auch noch um 200, 300 € nach unten drücken, wenn man das wollte. Nach oben natürlich gibt es eh keine Grenzen, aber das waren jetzt mal unsere Kosten. Okay, ganz wichtig, praktische Tipps. Also wir waren jetzt ja wirklich 2 Monate lang unterwegs und haben da auch ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Ich glaube, das wichtigste Thema für euch alle ist Roller ausleihen. Also dazu kann ich sagen, dass wir am Tag zwischen 5 und 7 € bezahlt haben, je nachdem, wo wir den Roller eben ausgeliehen haben und dass wir toi 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 keine großen Probleme hatten. Wir haben immer einen Helm getragen, also das war irgendwie wichtig. Und die meisten Rollerverleiher leihen euch quasi die Helme auch mit. Manchmal muss man dann noch dafür einen Pfand bezahlen, manchmal auch nicht. Thema Pfand. Wir haben nie irgendeinen Ausweis irgendwo gelassen, sondern maximal eine Kopie, mussten dann aber häufig eine größere Summe Bargeld als Pfand hinterlegen. Also das waren dann sowas wie 2000 Baht, um quasi halt diesen Pfand zu haben. Das fanden wir jetzt aber immer besser, als wirklich einen Ausweis irgendwo zu lassen. Und das würde ich euch ehrlicherweise auch so raten. Was ihr auf alle Fälle machen solltet, wenn ihr euch einen Roller leiht, das raten auch ganz viele seriöse Verleiher, ist, dass ihr in dem Moment, wo ihr den Roller quasi bekommt, einmal mit dem Handy ringsrum geht und ein Video macht. Das haben wir jedes Mal gemacht, bis auf einmal. Und dieses eine Mal, dass wir es nicht gemacht haben, war es dann tatsächlich so, dass hinterher der Verleiher meinte, wir hätten jetzt einen Schaden verursacht, den es vorher nicht gegeben hat und den wir dann am Ende wirklich auch zahlen mussten. Also es war so, dass er uns gezeigt hat, dass im Hinterreifen so eine Art Riss war, also nicht ein völliger Platten, das hätten wir ja gemerkt, sondern halt ein Riss. Der war offenkundig da, den hatten wir davor nicht gesehen, wir konnten es nicht beweisen und dann mussten wir das zahlen. Also echt das eine Mal, dass wir kein Video hatten, ist es uns dann so gegangen. Von daher, das mit dem Video, glaube ich, ist wirklich ganz hilfreich und dann wirklich immer einen Helm tragen. Also echt, wir haben so viele Geschichten gehört von Leuten, die hier auch schlimm verunfallt sind. Wir haben viele Leute gesehen, die entweder aus Kliniken gehumpelt sind, die irgendwie die Knie verbunden hatten, die Arme, die Ellenbogen. Unheimlich viele Touristen haben scheinbar das Gefühl, nur weil sie jetzt im Urlaub sind sie irgendwie unantastbar, es passiert ihnen nichts, sie sind quasi unverwundbar, ein Superman und fahren dann irgendwie oben ohne irgendeinen Schutz, ohne Helm, so über die Inseln und dann passiert halt doch mal was. Also es regnet ganz unvorhersehbar und dann sind die Straßen auch wirklich rutschig. Und das vielleicht noch für euch als Info. Wenn ihr keinen Motorradführerschein habt, dann wird eure Reiseversicherung, egal was ihr da so habt, eure Reisekrankenversicherung aller Wahrscheinlichkeit nichts übernehmen.
Denn die meisten Roller, die ihr euch hier ausleiht, die sind größer als euer B-Führerschein das so erlauben würde. Und wenn ihr eine Maschine fahrt, auch wenn ihr einen ausländischen, einen Auslandsführerschein habt, diesen internationalen, den habe ich auch, das rettet euch nicht. Denn wenn ihr hier eine Maschine mit 125 fahrt und ihr dürft aber nur 50 und habt dann damit einen Unfall, egal ob jetzt selbst verschuldet oder nicht, dann seid ihr ja trotzdem ohne gültigen Führerschein unterwegs gewesen. Also, ich glaube, es machen trotzdem alle Leute. Wir haben es auch gemacht. Es ist alles gut gegangen, aber das ist ein Risiko, das ihr zumindest mal kennen solltet, glaube ich. Das ist ganz fair, wenn ihr das davor mal einmal so gewusst habt. Trotzdem ist es so, dass es mit Roller schon so viel besser ist, weil ihr natürlich viel, viel flexibler seid. Und es gibt auch Ecken, in denen wären wir jetzt nicht Roller gefahren. Also in Phuket zum Beispiel fand ich das viel zu riskant. Da war viel zu viel los, viel zu viel Straßenverkehr. Das wäre nicht so richtig sinnvoll gewesen. Aber auf Koh Samui zum Beispiel, da war Rollerfahren unproblematisch. In Pai auch. Also so, wenn man jetzt so ein bisschen ländlicher ist, dann ist das schon richtig klasse mit so einem Roller. Ja, und vielleicht nur noch so kurz zum Tanken. Es gibt natürlich richtig große Tankstellen. Davon gibt's aber nicht so richtig viele, je nachdem, wo ihr seid. Also in den eher ländlichen Regionen haben wir oft so kleine Tankstellen gefunden zum quasi selbst tanken. Und da ist dann ganz wichtig, dass ihr im Vorfeld gefragt habt, ob ihr 91er oder 95er Diesel braucht. Denn es gibt häufig beides. Und wir hatten mal Roller, die hatten das eine und mal das andere. Und wenn man dann nicht so ein Super-Auskenner ist, so wie wir jetzt zum Beispiel, ähm, dann weiß man das jetzt nicht so unbedingt. Also das müsst ihr vorher fragen. Ansonsten geht das aber ganz unproblematisch. Und ihr könnt auch an den Straßen stehen häufig Stände mit so Flaschen mit schon so Diesel abgefüllt für 40 Baht häufig. Das könnt ihr auch machen, aber eigentlich findet ihr wirklich auch diese kleinen Tankstellen. Und da spart ihr. Also es ist wirklich viel, viel günstiger. Okay, Thema SIM-Karte. Dazu habe ich schon im allerersten Video aus Bangkok was gesagt, aber nochmal ganz allgemein. Ihr habt natürlich verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt euch eine eSIM holen und die schon zu Hause installieren. Dann habt ihr quasi von Anfang an hier Internet und es ist problemlos. Wenn ihr jetzt aber länger bleibt und ein bisschen aufs Geld guckt, dann könnt ihr wirklich ganz genauso gut in jede 7-Eleven-Filiale gehen und euch da einfach eine SIM-Karte kaufen. Dafür ist dann wichtig, dass ihr euren Reisepass mit dabei habt, weil ihr den für die Registrierung braucht. Das machen aber auch die Mitarbeiter vor Ort. Also ihr müsst da echt gar keine Angst haben. Ihr müsst euch nur überlegen, welche Dauer wollt ihr. Also es gibt häufig 7 Tage und 30 Tage und dann mit 7 Gigabyte und mit 30 Gigabyte. Preise seht ihr hier. Und dann haben wir uns tatsächlich auch immer eine Local SIM-Card geholt und nicht die Touristen-SIM und sind damit gut ausgekommen. Also wir hatten dann entsprechend eine thailändische Nummer, und es hat gut funktioniert. WhatsApp funktioniert ja zum Beispiel ohnehin ohne irgendeine Nummer, also halt nur übers Internet. Das war okay. Ich habe jetzt aber gehört, dass offensichtlich ganz frisch zu Mitte März sich die Regelungen ändern sollen und Touristen wohl nur noch Touristen-SIM-Karten kaufen dürfen, die deutlich teurer sind. Also es kann sein, wir sind jetzt nicht mehr in Thailand, also kann ich das jetzt nicht aus erster Hand euch sagen, aber informiert euch da jetzt vielleicht nochmal, je nachdem, wann ihr wirklich fahren wollt. Ungeachtet dessen ist, glaube ich, auch die Touristen-SIM im 7-Eleven immer noch günstiger als ganz viele andere Angebote. Und wie gesagt, die Mitarbeiter wissen wirklich ganz genau, was sie da so machen müssen. Und das ist auch ziemlich praktisch. Ihr könnt die dann immer wieder aufladen. Also wenn ihr jetzt die für 30 Tage nehmt und ihr bleibt dann aber doch länger, so wie wir, dann könnt ihr in irgendeine 7-Eleven-Filiale laufen und sagen, ihr würdet das gerne einmal top-up. Das wissen sie dann gucken sie halt, welchen Anbieter ihr da habt und dann könnt ihr das entsprechend auch nochmal nachladen. Das ist dann auch wirklich günstiger. Ja, und jetzt habt ihr schon ein paar Mal 7-Eleven gehört. 7-Eleven ist echt der Supermarkt, um den ihr nicht rumkommt in Thailand. Das ist unfassbar, wie viele 7-Eleven-Filialen es gibt. Und auch wirklich in den allerentlegensten Ecken gibt es irgendwo noch einen 7-Eleven. Weil der einfach so allgegenwärtig ist und auch so großartig. Es gibt da wirklich im Vergleich jetzt auch zu anderen Ländern so viel, also es ist echt krass, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, dachte ich, ich zeige euch jetzt mal so die wesentlichen Sachen, die ihr im 7-Eleven kaufen könnt und auch für welchen Preis. Denn mitunter spart ihr euch da wirklich unnötiges Geschleppe von zu Hause, weil ihr zum Teil die gleichen Produkte für sehr viel weniger Geld
dann hier vor Ort kaufen könnt und eben noch ein bisschen Gewicht mit euren Rucksäcken am Flughafen spart. Also, ich zeige euch jetzt mal so die quasi Top 10, ich habe jetzt gar nicht durchgezählt, aber ich zeige euch jetzt mal so die Sachen im 7-Eleven, mit denen ihr vielleicht nicht unbedingt rechnet und die euch aber auch interessieren könnten. Okay, in jedem 7-Eleven, egal wie groß oder klein, findet ihr an irgendeiner Ecke das absolute Top-Dings zu kaufen, nämlich diesen Schoko-Lava-Cake. Der ist wirklich unheimlich lecker und der wird euch vor allem auch warm gemacht in der Filiale, kostet nicht mal einen Euro. Dann auch so ein Must-Have, die Toasties. Von denen habt ihr mit Sicherheit schon gehört. Ich finde das Käsetoasty ganz lecker. Auch da zahlt ihr im Schnitt ungefähr einen Euro. Und auch die werden euch warm gemacht in den Filialen. Also da fragen euch die Verkäufer dann auch, ob ihr die gerne heiß haben möchtet. Macht das auf alle Fälle, denn die wissen viel besser, wie das geht, als ihr in irgendeiner Mikrowelle, die ihr da vielleicht in einem Hostel habt. Ja, und dann gibt es einfach einen Haufen leckeren Süßkram. Also da seid ihr jetzt schon mal vorgewarnt, wenn ihr so gerne Torten und sowas esst, sowas Trifle-artiges. Da gibt es wirklich alles Mögliche. Also wer da jetzt irgendwie auf seine Figur achten will, ist vielleicht ein bisschen schwierig. Aber ihr findet eben wirklich im Kühlregal, was das Herz begehrt. Weg von den eher ungesunden Sachen hin zum Obst. Was ich ziemlich cool finde, ist, dass es in jedem 7-Eleven Bananen gibt und zwar auch durchgängig für 9 Baht. Das ist super wenig, das ist gar nichts. Und da könnt ihr euch schnell immer mal so eine kleine Zwischenmahlzeit gönnen. Und die kosten auch alle gleich. Also egal ob jetzt groß oder klein, sucht euch da also immer im Zweifel die größte aus, denn auch die kosten nur 9 Baht. Okay, jetzt kommt so vielleicht der wichtigste Tipp, was eure Gesundheit angeht. Wenn ihr Wasser kauft, ihr müsst ja ohnehin Wasser kaufen, denn ihr könnt das Leitungswasser nicht trinken. Dann gibt es das Trinkwasser, das ihr jetzt hier so seht. Und das ist völlig okay. Das könnt ihr kaufen. Aber auf lange Sicht ist das, was ihr jetzt seht, nämlich das Mineralwasser, viel, viel besser für euch. Denn uns ist aufgefallen, dass einem da nach relativ kurzer Zeit die ganzen Elektrolyte fehlen, also die ganzen Mineralien, die halt im normalen Mineralwasser drin sind. Und ich würde mal sagen, auch im deutschen Leitungswasser, die habt ihr in dem als nur Trinkwasser bezeichneten Wasser nicht. Und das Mineralwasser ist auch nur geringfügig teurer. Ja, so ein kleines Gimmick, was ich total lecker fand, sind diese kleinen Quetschi-Dinger. Und zwar ist da so eine Art Gelee drin. Also ich mag diese Erdbeervariante hier ganz gerne. Mit Vitamin C, Kollagen, keine Ahnung, ob das irgendwas nutzt. Ich finde es einfach lecker, weil es kalt ist und eine schöne Erfrischung. Ja, und Lotti findet diese Eiskaffeedosen hier ganz klasse. Auch die gibt, seht ihr schon, kosten so irgendwie 50 Cent und kann man sich so ganz schnell mal mitnehmen. Dann, weil ich das ganz häufig schon gefragt wurde, Sonnencreme kann man kaufen, sogar von Nivea, aber die ist im Vergleich wirklich teuer. Also da zahlt ihr so zwischen 12 und 15 Euro für so eine Flasche. Also die könnt ihr euch wirklich ganz schlau von zu Hause mitbringen. Ja, das kleine Deo hier ist Lottis persönliche Empfehlung. Ich finde sie klasse, kostet nur einen Euro. Also wenn ihr das seht, dann könnt ihr das ausprobieren. Und wenn ihr euer Gepäck ein bisschen leichter machen wollt, dann seht ihr schon, dass ihr Deo und alles, was ihr so braucht, in ganz kleinen Reisegrößen bekommt. Genauso wie auch Moskitospray. Also dieses, das ihr hier seht, das gibt es wirklich überall. Es gibt es für einen Euro als ganz, ganz kleine Flasche. Könnt ihr euch mit in eure Handtasche tun. Und das ist echt super praktisch. Und es gibt sogar auch als Tuch für, ich glaube, 20 Cent sind das oder noch weniger, sodass, wenn ihr jetzt so mal irgendwie abends unterwegs seid, ihr dann auch einfach nur so ein kleines Tuch mitnehmen könnt. Ja, und es gibt eben auch alle anderen Kosmetikprodukte in so kleinen Reisegrößen, sodass ihr die wirklich nicht mitbringen müsst von zu Hause, wenn ihr da jetzt nicht irgendwie was ganz Spezielles braucht. Aber so die gängigen Marken, die es in Europa gibt, findet ihr tatsächlich auch im 7-Eleven in unterschiedlichen Größen. Eine Sache, die ihr euch unbedingt kaufen solltet, ohne viel darüber nachzudenken, ist eine von diesen kleinen Schnüffeldosen. Da sind getrocknete Kräuter drin, die so intensiv riechen, dass die wirklich alles kurieren können. Also egal ob jetzt ein Schnupfen, Kopfweh, Übelkeit, die sind echt großartig und auch ein prima Mitbringsel für zu Hause. Ja, und auch ansonsten bekommt ihr relativ viel Medizin im 7-Eleven, also alles, was so Erkältung betrifft, Halsschmerztabletten, Hustenbonbons, ja, irgendwas, um die Nase wieder so frei zu machen, aber zum Beispiel auch Wärmepflaster.
Richtig, richtig gut. Also, wenn ihr irgendwie völlig verspannt aus dem Flieger kommt, dann, holt euch da so 'n Wärmepflaster. Ich habe die tatsächlich auch mehrmals benutzt. Die tun richtig gut und sind auch überhaupt gar nicht teuer. Und es gibt natürlich auch Sachen, die ihr vielleicht brauchen werdet, so was wie Kohletabletten, sind ganz günstig, müsst ihr euch jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Und dann Paracetamol, auch das, ne, also könnt ihr natürlich in der Reiseapotheke haben, aber gibt's auch hier. Das, was ich euch unbedingt ans Herz lege, sind diese kleinen blauen Pillen hier, die wirklich nur 5 Baht kosten. Die sind gegen Reiseübelkeit und die sind so günstig und dabei aber so effektiv. Lotti hat ein bisschen mit Reiseübelkeit zu tun, also in irgendwelchen schaukeligen Bussen auf der Fähre und so ist das immer ein Ding und die sind wirklich richtig gut. Wir hatten auch welche aus Deutschland mit dabei, aber ehrlicherweise, diese ganz günstigen aus dem 7-Eleven haben sehr viel besser funktioniert, für uns mal zumindest. Ja, und dann gibt's im 7-Eleven einfach auch noch alles mögliche andere, was ihr vielleicht so brauchen könntet unterwegs. Ich zeige euch das jetzt mal nur, dass ihr einfach ein bisschen wisst, was ihr vielleicht nicht unbedingt von zu Hause mitbringen müsst. Und wenn ihr aus irgendeinem Grund ein Aufladekabel, vergessen habt, dann kauft's lieber hier als teuer am Flughafen. Gleiche gilt für irgendwelche Kopfhörer. Okay, das war ein Mini-Durchlauf durch den 7-Eleven, damit ihr so ein bisschen wisst, womit ihr da rechnen könnt und auch was es dann kostet. Okay, nach den ganzen praktischen Infos, fragt ihr euch vielleicht, wie es uns dann jetzt eigentlich so gegangen ist während der Reise. Und vielleicht, also ich würde so zu 3 Punkten was sagen wollen. Das eine ist, wie ist es uns so gegangen als Frauen alleine unterwegs? Dann, wie ist es so mit meiner Tochter unterwegs zu sein? Und dann, ja, so welche Herausforderungen gab es vielleicht? Also, Thema eins lässt sich auch am schnellsten beantworten. Sicherheit in Thailand, als alleinreisende Frau oder auch Frauen. Ich habe mich wirklich, glaube ich, noch in keinem anderen Land so sicher gefühlt wie in Thailand. Das habe ich überhaupt nicht kommen sehen. Ich hatte das zwar im Vorfeld schon gehört, aber ich konnte das nicht glauben. Am Ende war es dann wirklich genau so. Egal ob spät abends in Bangkok, auf irgendeiner Insel oder mitten in den Bergen, in Pai oder auch in Chiang Mai. Ich habe mich tatsächlich immer sicher gefühlt. Es gab nicht eine Situation, wo mir so ein bisschen komisch gewesen wäre. Und ich bin da eher vorsichtig, ehrlicherweise. Also ich bin nicht so super entspannt, was das angeht. Und ich glaube, es hat ganz viel zu tun mit der Mentalität der Thais. Also die sind einfach so eine schöne Mischung aus freundlich und hilfsbereit und offen und trotzdem aber auch ganz, ganz respektvoll. Also da würde niemand auf die Idee kommen, einen auf dem Markt irgendwie anzufassen oder da so aggressiv zu sein oder wirklich überhaupt nicht. Und das, muss ich sagen, hat die 2 Monate für mich schon also sehr viel leichter gemacht. Ich glaube, da hätten wir in vielen anderen Ländern auch unterwegs sein können, wo wir uns eben nicht so sicher gefühlt hätten. Das hat mir natürlich auch total geholfen, einfach so dieses sichere Grundgefühl zu haben, wenn Lotti mal alleine unterwegs war. Und das so vielleicht gleich zum nächsten Punkt. Wie ist es mit seiner 18-jährigen Tochter 2 Monate lang durch Thailand zu reisen? Ich glaube, man muss genauso wie überall anders noch auf jeder anderen Reise einfach reden miteinander und muss irgendwie auch Möglichkeiten finden, mal was alleine zu machen, um sich dann wieder zu freuen, wenn man was gemeinsam machen kann. Und wir hatten jetzt das große Glück, dass eine wirklich sehr gute Freundin von Lotti auch hier in Thailand ist jetzt im Moment und hier so einen Freiwilligendienst macht. Und die hatte zwischenzeitlich auch immer mal ein paar Tage frei, sodass dann die Mädchen was zusammen machen konnten und sich auch wirklich einfach mal ein paar Tage alleine ein Hotelzimmer in Bangkok genommen haben oder auch auf Koh Chang und die dann quasi so ihr Ding gemacht haben und ich meins. Und das hat uns allen total gut getan. Also wir reisen wirklich gerne miteinander und wir können uns auch richtig gut leiden, sonst würde das, glaube ich, nicht funktionieren. Und trotzdem ist es, glaube ich, wichtig, dass man sich auch als quasi Individuum nicht vergisst. Also wenn ihr wisst, was ich meine, sondern dass man sagt, okay, ich gucke mir gerne morgens früh gleich zum Sonnenaufgang einen Tempel an. Lotti schläft da halt lieber noch. Dann soll sie das auch machen. Dann mache ich das alleine und das ist völlig okay und dann kann ich das trotzdem ganz genauso sehr genießen. Und sie geht halt abends gerne vielleicht nochmal los und spielt Billard oder geht irgendwie in einen Club. Und das ist jetzt nicht so meins unbedingt. Und dann muss es aber auch nicht sein. Dann kann sie da mit Leuten hingehen, die sie kennengelernt hat oder mit Freunden. Und es ist auch okay. Also das ist so das eine, dass wir da wirklich auch sehr bewusst immer mal geguckt haben, dass wir eben auch kleine Auszeiten haben.
Und ansonsten ist es aber so, und darüber haben wir jetzt auch schon so ein paar Mal gesprochen, dass wir das als Riesengeschenk sehen, diese Zeit einfach miteinander zu verbringen, mit allen Höhen und Tiefen. Also mit allem, weiß ich nicht, mit dem Scooter einen kleinen Unfall haben, diese komische Hinterradgeschichte, Essen nicht vertragen, Essen super gerne mögen, alles, was wir jetzt hier so gesehen haben, diese ganzen vielen fremden Eindrücke miteinander teilen zu können. Also ich bin mir ganz sicher, dass das Erinnerungen sind, die uns wirklich unser Leben lang begleiten werden und die wir jetzt halt gemeinsam machen konnten. Und das ist wirklich ein Riesengeschenk. Also das ist total schön. Und ja, ich glaube, man muss einfach so ein bisschen überlegen, wie geht's einem zu Hause miteinander? Also ich glaube, wenn man so eine Eltern-Kind-Beziehung hat, die schon so ein bisschen angespannt ist, dann wird die bei so einer Reise nicht besser, ganz im Gegenteil dann vielleicht. Und wenn man aber sich zu Hause schon guter Dinge ist und ja auch da gerne was miteinander macht, dann glaube ich, kann man so eine Reise auch wirklich gut gemeinsam antreten. Also in unserem Fall ist das so und ist ja sogar so, dass wir jetzt noch 4 Monate weiter miteinander unterwegs sein wollen und natürlich jetzt auch weiterhin immer mal gucken, wie wir da kleinere Pausen einlegen und trotzdem aber das sehr genießen, auch wirklich zusammen all diese Dinge zu tun. Ja, und so Herausforderungen, das habe ich natürlich zwischendurch immer mal nur mit Freunden am Telefon besprochen, aber jetzt nicht in den Reisevideos, die ihr vielleicht kennt, also die einfach so Ratgeber für euch sein sollen. Aber ich glaube, dieses Video ist vielleicht eine ganz gute Plattform. Also ja, klar gibt es auch Herausforderungen. Die 2 Monate waren jetzt nicht nur diese kurzen, tollen Episoden, die ihr so gesehen habt, wenn ich einen Guide mache über Koh Chang oder Koh Samui oder wo auch immer, sondern da waren schon auch ähm, Tage mit dabei, die einfach anstrengend waren oder wo wir uns auch gefragt haben, boah, wofür machen wir das hier eigentlich? Also wenn man in einem unklimatisierten Zug 14 Stunden lang von Chiang Mai nach Bangkok fährt und sich da nicht wirklich viel bewegen kann, es ist warm, es ist stickig, man fährt durch diese Burning Season und hat zum Teil den ganzen Qualm irgendwie im Abteil und 14 Stunden ist auch wirklich lange für so eine Aktion, dann haben wir schon noch manchmal überlegt, Mensch, wir könnten jetzt auch einfach wieder zurück nach Hause fahren. Da haben wir ja irgendwie alles, was wir brauchen. Da haben wir einen tollen Bus, mit dem könnten wir auch noch gut irgendwie unterwegs sein. Und ja, solche Momente gab's. Und dann haben wir aber gleichzeitig gedacht, okay, das ist jetzt hier gerade anstrengend, aber es ist auch gleichzeitig so schön und es ist so toll, dass wir das irgendwie alles sehen können und erleben können. Und dann hat man auch natürlich wieder ganz großartige Landschaften und probiert tolles Essen und lernt nette Menschen kennen und dann ist es irgendwie auch wieder gut. Also was ich gelernt habe vielleicht, ist, dass es unheimlich wichtig ist, Pausen einzulegen und auch einfach langsam zu reisen. Also dieser Luxus, den wir haben, dass wir durch mein Sabbatical Zeit haben, dass wir jetzt wirklich noch ein halbes Jahr haben, also insgesamt ne, für diese Asienreise, das macht ganz viel. Also dass wir auch mal 5 Nächte an einem Ort sein können und eben nicht einen Tag reisen, einen Tag da sein, einen Tag reisen, einen Tag da sein. Ich glaube, so ein Tempo kann man durchhalten, wenn man so nur 2, 3 Monate unterwegs sein will. Dann geht das irgendwie. Aber ich glaube, bei 6 Monaten oder mehr, also auch wenn ihr jetzt eine Weltreise vielleicht plant, da braucht man zwischendurch auch mal Langeweile. Also zumindest geht mir das so. Ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, so lange an einem Ort zu sein, dass ich denke, okay, ich kenne mich jetzt hier aus, ich weiß, wie ich ohne viel darüber nachzudenken zu einem Supermarkt komme, zu einem tollen Restaurant, vielleicht irgendwie auch noch zu einem schönen Strand und wo da nette Leute wohnen. Ähm, und es ist irgendwie ganz automatisch. Also ich gehe die Wege irgendwie automatisch und nicht halt immer nur mit Google Maps. Das tut gut. Also wenn man so den Punkt irgendwie auch erreicht. Und das ist bei mir zumindest so, dass es ein bisschen länger dauert. Und diese Pausen zwischendurch reichen dann aber auch wieder, um genug Kraft zu schöpfen und um dann auch wieder wirklich zu wissen, warum man es macht und sich dann auch wieder so richtig zu freuen, um dann auch noch die nächsten bisschen anstrengenderen Reiseaktionen gut zu überstehen. Und das vielleicht auch noch, das habe ich auch so nicht eingeschätzt, ähm, die Planung ist ganz schön nervenaufreibend manchmal, braucht unheimlich viel Zeit, je nachdem, wie man es halt macht. Also ich kann euch vielleicht so auch noch von wegen praktische Tipps sagen. Wir haben verschiedene Plattformen genutzt und am Ende mache ich die Buchung, also kann ich sagen, habe ich die genutzt. Booking.com für die Hotels, Want2Go Asia für den Transport, Skyscanner für Flüge, um dann zu gucken, wo man die halt gut buchen kann und Click2Go Thailand für so Ausflugsgeschichten. Also so die 4 Plattformen.
Und dann ist es ja aber so, dass ich dann gucke, okay, wann geht vielleicht ein günstiger Flug irgendwo hin? Der geht dann vielleicht 2 Tage früher oder später, als wir eigentlich reisen wollten. Das heißt, da muss die Unterkunft auch wieder entsprechend angepasst werden. Vielleicht wollen wir aber auch irgendwo hin und da gibt's gar keine so richtig günstigen Unterkünfte. Also bleiben wir da dann kürzer, da muss man wieder das Transportmittel irgendwie anpassen. Also das ist schon, wenn man ein bisschen aufs Geld gucken muss, und das müssen wir ganz eindeutig, dann ist das nicht so easy. Und dann ist das auch ganz schön zeitaufwendig und ich habe ja dann irgendwie auch einen Anspruch. Also ich will ja dann auch eine schöne Unterkunft für wenig Geld in einer guten Lage. Das heißt, da muss ich mir erstmal auch überhaupt angucken, wo ist denn jetzt das Stadtzentrum irgendwo und wo gibt es so vielleicht Dinge, die wir uns angucken wollen, zu denen wir dann auch fußläufig hinkommen können. Und das immer wieder für neue Orte zu machen, relativ zügig so nacheinander, das kostet schon auch Zeit. Und das ist dann am Ende, das ist das irgendwie auch Kraft und Nerven, die man da investiert. Und wenn man dann so ganz schnell unterwegs ist, das haben wir zum Teil auch gemacht, dass wir wirklich innerhalb von 3, 4 Tagen in 2, 3 Städten waren und dann halt irgendwie immer weitergereist sind, ähm, dann kann das auch echt anstrengend werden. Also bis zu dem Punkt, dass ich dann manchmal irgendwo war und gar nicht richtig gemerkt habe, wo bin ich jetzt hier eigentlich, weil ich dann halt schon wieder so das nächste auch planen musste, aus irgendwelchen logistischen Gründen. Also das sind auf alle Fälle Sachen, die man so nicht unterschätzen sollte. Trotzdem, um jetzt vielleicht ein Fazit zu ziehen nach der ganzen Vorrede. Ich habe das eben schon gesagt, so ein bisschen bei dem Punkt, wie das so ist mit Lotti und mir gemeinsam. Es ist am Ende wirklich einfach ein Geschenk gewesen. Also 2 Monate Thailand, dieses Touristenvisum komplett jetzt hier auch ausreizen zu können, würde ich jederzeit wieder so machen. Und auch wieder in der Form, wie wir das jetzt gemacht haben. Also wirklich rumzufahren, im Osten zu sein, im Norden, im Süden. Der Nordosten fehlt uns irgendwie noch. Also da fahren wir dann vielleicht nochmal irgendwann hin. Zwischendurch auf immer mal wieder in Bangkok, wo wir uns dann auch schon jetzt auskennen mittlerweile. Also das ist irgendwie ein total schönes Gefühl. Und ich habe jetzt auch wirklich den Eindruck, angekommen zu sein in der thailändischen Kultur, dass ich irgendwie so ein paar Worte auch sagen kann, dass ich weiß, welches Essen mir schmeckt, dass ich weiß, wie einfach so Abläufe sind, was geht, was nicht geht, worauf man so achten sollte. Und das hat es am Ende dann auch gerade so, ich sag mal, irgendwie ab dem 2. Monat deutlich entspannter gemacht. Dass einfach ganz viel dann schon klar war, dass man dann irgendwie schon auch so Wissen hatte. Und es waren großartige 2 Monate. Also ich kann ja jetzt hier irgendwie gleich nochmal parallel nochmal so ein paar Bilder einblenden, was wir jetzt alles sehen durften in der Zeit. Diese Vielfalt, die das Land auch bietet, diese verschiedenen Landschaften, verschiedene Klimazonen, die Natur, die so ganz unterschiedlich ist und natürlich die Menschen, das Essen. Das alles ist schon wirklich eine unfassbare Mischung. Also, falls ihr euch jetzt dieses Video angeschaut habt, weil ihr so eine ähnliche Aktion plant, dann macht es unbedingt. Also Thailand lohnt sich zu 100%. Und natürlich gibt es so wie überall Ecken, die vielleicht nicht ganz so toll sind. Es gibt überall irgendwie auch schmutzige Ecken und es gibt vielleicht auch mal überfüllte Touri-Orte. Aber es gibt auch alles andere. Es gibt auch die ganzen schönen einsamen Strände und ihr müsst, glaube ich, nur ein bisschen mit so einem positiv freundlichen Auge daran gehen, dann findet ihr die auch und das Land macht es euch nicht allzu schwer. Also, ich drücke euch alle Daumen, wenn ihr so eine ähnliche Reise plant. Falls ihr da noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt mir gerne in die Kommentare und ich versuche dann, das so gut wie möglich zu beantworten. Lasst vielleicht ein Like da, wenn euch das Video ein bisschen geholfen oder auch gefallen hat. Und wenn ihr wissen wollt, wie es jetzt für uns weitergeht, also ich kann ja mal auflösen, im letzten Video habe ich ja schon gesagt, ihr könnt mal raten. Wir sind jetzt hier gerade in Kuala Lumpur, noch den ganzen März über und reisen dann weiter über Singapur nach Bali. Also, wenn ihr da mit dabei sein wollt, dann abonniert auch gerne unseren Kanal. So, das war jetzt ein ganz schönes Mammut-Abschlussvideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wünsche euch eine schöne Woche und freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Alles Liebe!